In Thailand gibt es ja unendlich viele traumhafte Inseln, aber habt ihr schon mal was von Koh Koot gehört? Aber erstmal müssen wir zu dieser traumhaft schönen Insel kommen und das heißt früh aufstehen hier in Bangkok. Denn um 5 Uhr fährt der Bus. Wir haben das Ganze bei Monsidi gebucht für 1100 Baht und dauert so 5 Stunden mit dem Bus, dann nochmal so eine Stunde mit der Fähre. Wir sind jetzt etwas über 5 Stunden gefahren, bis wir hier in Trat angekommen sind. Von hier aus fährt jetzt das Boot. Es soll so ungefähr 1 Stunde dauern bis nach Koh Koot. Also die Gepäcksuche gestaltet sich nicht so schwierig, wenn wir die Einzigen sind, die keinen Koffer dabei haben. Das sagt auch so ein bisschen was über das Publikum hier aus. Long Boy. Number 40, number you got the Auf jeden Fall zügig unterwegs, der Kollege hier. Und bumpy. Aber macht Bock. Hier sind wir. Also so ein richtiges Homestay. Die wohnen auch hier selber. Und wir dürfen alles mit benutzen. Wir dürfen noch kochen da vorne, meint er gerade, und den Kühlschrank benutzen. Nichts Besonderes. Nur Fan. Also hier gibt es keine Klimaanlage. Ich glaube, das müssen wir gleich mal anmachen. Ja, ist auf jeden Fall warm. Wir haben jetzt von unserem Host schon eine Karte bekommen und er hat uns ein bisschen gezeigt, wo hier was liegt. Also wir sind jetzt hier irgendwo in der Area und wir sind gar nicht weit weg vom Klong Khao Beach. Das ist hier der bekannteste Strand, aber es gibt auch noch viele weitere Strände hier im Westen und auch im Süden der Insel. Da kann man auch Kajak fahren und schnorcheln gehen. Und hier im Landesinneren gibt es einige Wasserfälle. Das werden wir aber alles ab morgen erkunden. Heute sind wir noch ein bisschen müde und geht es erstmal ganz entspannt an. Wir haben jetzt zum Sunset nochmal so einen kleinen Spaziergang zum Klong Chau Beach gemacht, der einer der schönsten Strände der Insel sein soll. Ist er mit Sicherheit auch, aber vollgeklatscht mit 5-Sterne-Resorts, also wirklich von oben bis unten. Das erklärt auch die große Anzahl an Koffern, die wir da gesehen haben. Also ist auf jeden Fall weniger Backpacker-lastig die Insel als gedacht, aber es ist ja auch nur ein Strand von vielen, von daher morgen erkunden wir noch ein paar mehr. Wichtigstes Utensil ist am Start. Ja, die Stirnlampe darf nicht fehlen, wenn man hier nach Hause läuft. Und sieht auch nice aus, oder? Mega. Let's go hoch. Unser Besitzer hier, der ist so freundlich, der hat uns jetzt hier noch eine Kokosnuss vom Baum geholt. Nice. Gerade startet die Trockenzeit hier auf Koh Koot, also so ab Mitte Oktober, Anfang November ist hier Hauptsaison. Aber das Wetter ist heute noch gar nicht mal so nice, also ziemlich bewölkt, aber noch trocken. Und wir können jetzt nicht ewig lang auf besseres Wetter warten. Deswegen schwingen wir uns mal auf die Rollerhelm, versucht schon verzweifelt ihren Helm anzuziehen und gehen dann mal in den Süden der Insel. Richtig schön aus. Traumhaft schön und vor allem ist hier auch niemand. Wir haben es ganz für uns. Glück mit dem Wetter hatten, ist der Strand trotzdem traumhaft schön. Also ich kann mir dann nur vorstellen, wie er überhaupt bei Sonnenschein aussehen muss. Ja, wir werden mit Sicherheit noch ein paar andere Strände hier bei Sonnenschein sehen. Dafür ist Koh Koot ja bekannt und wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Wir sind hier jetzt am Ao Jak Beach und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil der Strand ist super wild, die Wellen sind extrem hoch, aber es ist traumhaft schön, vor allem weil es hier hinter so ein bisschen dichter bewachsen ist und nicht gleich ein Resort dahinter steht, sondern ja so ein bisschen wilder, so ein bisschen ursprünglicher. Es sind zwar auch einige Leute hier, aber der Strand, der hat schon was. Und jetzt haben wir sogar so ein bisschen goldenes Licht vom Sunset, sau nice. Auch hier im Süden noch einen weiteren Strand, den wir uns anschauen wollen. Das machen wir aber die Tage, denn jetzt wollen wir erstmal zurück zum Sonnenuntergang. Dafür müssen wir an die Westküste und ich glaube, der könnte heute richtig schön werden.
natürlich keinen besseren Spot für ein Sunset als die Sunset Bar. Also der Name verspricht schon mal viel und die Wolken auch. Die Sonne ist inzwischen untergegangen. Wir haben uns jetzt hier noch einen Veggie-Burger bestellt. Hier gibt es nämlich eine richtig gute Veggie-Karte. Bierchen dazu darf auch nicht fehlen. Das lassen wir uns jetzt schmecken und dann hoffen wir morgen auf besseres Wetter und erkunden dann weiter die Insel und nehmen euch natürlich mit. Sawadee-Kap, Amigos. Unsere Erkundungstour auf Kokut geht weiter und zwar bei strahlendem Sonnenschein heute. Keine Wolke am Himmel, sehr geil. Aber bevor wir uns ein paar weitere Strände angucken, checken wir erstmal einen Wasserfall aus. Wir sind jetzt nur so 10 Minuten gefahren hier bis zum Klong Chau Wasserfall. Wir müssen jetzt so eine ganz kleine Wanderung machen, glaube ich. Aber ja, man hört ihn schon, also kann es nicht mehr weit weg sein. Und ich bin mal sehr gespannt, wie voll es ist. Heute ist Sonntag und Sonntag ist hier Kokut generell ein bisschen voller. Aber hoffen wir mal, dass es nicht allzu crowded ist. Richtig klettern. Ja, das ist cool. Ich mag sowas sehr gerne. Macht Spaß. Wow, es ist wirklich wunderschön hier und auch nicht zu voll. Ich wundere mich nur ein bisschen, warum keiner ins Wasser geht. Also mir ist mega heiß und ich glaube, ich springe auch gleich mal rein. Gemacht. Schöne Erfrischung, dann dieser Wasserfall, die kleine Ropes, wobei die nicht so krass waren. Aber hat mega Spaß gemacht. Aber der Wasserfall ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Und jetzt gehen auch gerade die anderen Leute, wir haben uns jetzt ganz viel unterhalten. So cool, ey. Das macht so viel Spaß. Die Ropes-Ding und dann ist da noch so ein Seil zum Klettern, die Sonne scheint, der Wasserfall. Mega schön hier. Nice. Medium spicy one spring roll, one cola zero, one watermelon smoothie. Yes, perfect. Kopkunka. So, fertig gegessen. Jetzt geht's zum Bongbao Beach. Der ist hier direkt um die Ecke. Also ich finde es wunderschön hier. So habe ich mir so Strände in Thailand immer vorgestellt. Richtig, richtig traumhaft. Wow, also ich muss sagen, die Strände hier auf Kokut ist schon absoluter Wahnsinn. So unfassbar schön. Und heute haben wir endlich mal einen richtig geilen Sonnenuntergang. Das genießen wir jetzt hier.
Wir sind jetzt zurück in unserer Unterkunft im Lung Klai Homestay. Hier sind wir im Übrigen auch geblieben, weil es einfach unschlagbar günstig war. Wir haben ja 15 € inklusive Frühstück bezahlt und ist auch mega süß hier. Der Host ist super nett und wir konnten auch günstigen Roller hier leihen. Das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man auf der Insel ist, weil man eigentlich zu allen Spots super gut fahren kann, weil die Insel nicht so groß ist. Ja, wir wollen jetzt mal so ein kleines Gesamtfazit ziehen hier von Koh Kood, was ein bisschen schwierig ist für uns, weil wir haben auch nach einer Insel gesucht, die so ein bisschen off the beaten path in Thailand ist und das ist Koh Kood einerseits schon, aber andererseits auch nicht. Weil die Insel ist touristisch schon sehr gut erschlossen, aber jetzt weniger durch Backpacker, sondern vielmehr durch diese ganzen Resorts und Luxusunterkünfte, sage ich jetzt mal, die halt hinter jedem Strand stehen. Und das ist nicht so ganz unser Vibe, sage ich mal, dass man halt zu einem Strand geht und dahinter stehen dann 10, 20 Hütten oder so. Wir mögen eher so naturbelassene Strände. Ich meine, es gibt zwar auch ein paar Backpacker, die wir hier getroffen haben, aber wenn, dann sind es eigentlich überwiegend Paare. Also ich würde jetzt sagen, für jemanden, der alleine reist und irgendwie socialisen will, ist Koh Kood jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Aber auf der anderen Seite ist es halt im Vergleich zu anderen Destinationen oder anderen Inseln in Thailand schon noch irgendwie eine off-the-beaten-path-Destination, weil es einfach nicht so voll ist. Also wenn ich mir das vorstelle, Koh Samui, Koh Phangan, Phuket oder so, wo halt wirklich Massentourismus ist, das ist hier noch weit davon entfernt. Jetzt ist gerade auch erst so der Start der High Season. Ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber jetzt, wo wir hier waren, hatten wir den Strand zum Teil fast für uns alleine. Also da war wirklich nicht viel los und das genieße ich auf jeden Fall sehr. Ja, und man kann ja auch an alle Strände gehen. Also auch wenn da Resorts sind, alle Strände sind sozusagen öffentlich zugänglich und ja, die sind einfach traumhaft schön. Also die schönsten Strände in Thailand, wir haben jetzt nicht alle gesehen, aber ich würde jetzt nicht dem widersprechen, weil die Strände ja sind wirklich wie aus dem Bilderbuch. Wir haben dazu noch einen Blogbeitrag geschrieben, also wenn ihr genauere Infos dazu haben wollt, dann schaut mal vorbei bei www.betterbeyond.de und dann ja, fahren wir jetzt weiter nach Koh Chang, Lonely Beach, vielleicht ist der so ein bisschen Backpacker-Lifestyle, da schauen wir mal, wie das so aussieht, sind sehr gespannt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dahin, ciao, ciao. Also jetzt Mitte Oktober, Anfang November Sorry, beginnt... das hat gar keinen Sinn gemacht. Wieso? Was soll ich dazu sagen? Denn es könnte heute einen schönen Sonder... Wie heißt der? Am Klong Chau. Hier am Klong hin. Ach, keine Ahnung. Ist mein Kopf drauf? Natürlich. Soll ich direkt anfangen, oder wie? Ja. Und was sonst? Sorry.